Peace, Freunde der gepflegten Investition. Es ist Donnerstag, hier geht es natürlich weiter mit XRP-Content. Vielleicht hat es der ein oder andere schon die letzten Tage mal mitbekommen. Es gab einen promovierten Ökonom aus den USA, also quasi jemand mit richtigem Doktortitel natürlich dann dementsprechend auch. Der ist vor allem im Bereich Wirtschaft und Finanzmärkte tätig und kennt sich dort aus und sorgt halt gerade massiv für Diskussionen in der gesamten XRP-Community. Weil ich meine, er behauptet, dass XRP mathematisch niemals $10 erreichen kann. Und genau darüber sprechen natürlich auch gerade extrem viele im Kryptomarkt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass der Typ einige fundamentale Dinge über XRP komplett falsch verstanden hat. Weil ich meine, während er behauptet, XRP hätte langfristig so gut wie kaum Potenzial, passiert im Hintergrund halt einiges. Ich meine, zum einen Ripple mindet den größten RL-USD-Bestand aller Zeiten. Immer mehr XRPs verschwinden in ETFs und zudem regulatorisch bewegt sich halt in den USA gerade extrem viel. Und genau deshalb wird es heute spannend, denn wir schauen uns zum einen mal an, warum RLUSD für XRP möglicherweise sogar bullish ist, warum viele die gesamte Rolle einfach des XRP Ledgers komplett falsch verstehen und warum auch die nächsten regulatorischen Schritte in den USA deutlich wichtiger sind, als viele aktuell einfach vermuten. Aber ich würde sagen, wir legen los und wir haben ein einmaliges Angebot für alle aus dem Dachraum, also egal ob Deutschland, Österreich, Schweiz, für alle, die traden wollen. Wir haben minus 40% Tradinggebühren, lebenslang plus direkt einen Account mit VIP 5 Status. Also das gibt es so deutschlandweit im Dachraum nirgends. Also wer Bock drauf hat, Link dazu ist in der Videobeschreibung, findet da alles, ist über Weeks und ja, ist ein einmaliges Angebot, was es so nirgends gibt. Also wer Bock drauf hat, sehr, sehr gerne reinschauen. Infos, wie gesagt, in der Videobeschreibung und ja, lasst natürlich sehr, sehr gerne auch ein Däumchen hoch auf das Video da und für alle, die neu da sind, sehr, sehr gerne Kanal abonnieren. Also dieser Ökonom behauptet aktuell einfach, er habe ja die Mathematik gemacht, so schreibt das, und deshalb könnte XRP quasi ja niemals die $10 erreichen. Und genau da wird es meiner Meinung nach halt auch extrem schwierig, denn ich sag mal so, sobald jemand behauptet, er könnte den zukünftigen Preis von einem komplett neuen Finanzsystem exakt berechnen, dann wird es halt einfach kritisch. Ich denke, da stimmt er mir auch zu. Vor allem bei Technologien halt auch noch, die sich einfach gerade mitten im Aufbau befinden. Denn ich sag mal so, wenn es so einfach gewesen wäre, dann hätte auch damals jeder bei Amazon, bei Tesla, bei Nvidia oder auch zum Beispiel bei Bitcoin ja auch alles perfekt vorhersehen können, aber hat ja niemand. Ne? Und genau deshalb finde ich halt solche Aussagen oft extrem gefährlich, weil viele Zuschauer dann halt auch denken, ah, okay, ist ja ein richtiger Doktor, also muss das ja auch stimmen. Aber ich sag mal so, selbst die größten Ökonomen der Welt lagen historisch halt sehr, sehr oft falsch, vor allem bei technologischen Revolutionen. Weil dort geht es halt einfach nicht nur um reine Mathematik, sondern um Adoption, um Netzwerkeffekte, um Kapitalströme, um Regulierung, um Liquidität, um generell auch psychologische Marktphasen zum Beispiel. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem seiner Argumentation, weil ich meine, sein Hauptpunkt lautet ja im Prinzip, Ripple nutzt jetzt RLUSD, also braucht niemand mehr XRP. Und genau das ist halt technisch meiner Meinung nach komplett falsch verstanden, denn RLUSD läuft auf dem XRP Ledger. Also viele verstehen das System einfach dahinter nicht komplett. Ripple wollte ja nie, dass das XRP selbst die einzige Weltwährung wird. Ripple baut quasi ein Netzwerk, auf dem verschiedene Assets halt laufen können. Also zum einen Stablecoins oder digitaler Dollar, CBDCs, tokenisierte Vermögenswerte, Aktien, Derivate und internationale Zahlungsströme. Und XRP bildet dabei halt einfach diese Infrastruktur und die Liquiditätsebene. Das bedeutet halt ganz einfach, je größer RLUSD wird, desto stärker wächst natürlich theoretisch auch das gesamte XRP-Ökosystem. Und genau deshalb sehe ich RLUSD eher als Bestätigung, dass Ripple halt seine Strategie immer aggressiver ausbaut auch. Und genau hier wird es auch meiner Meinung nach extrem spannend, weil ich meine, Ripple hat gerade den größten RLUSD-Mint aller Zeiten durchgeführt. Also wir reden von 260 Millionen RLUSD. Und solche Summen entstehen normalerweise jetzt nicht rein zufällig. Ne? Also das zeigt halt einfach, im Hintergrund bewegt sich gerade deutlich mehr, als viele aktuell noch verstehen. Weil ich meine, Stablecoins können langfristig einer der größten Märkte überhaupt werden, vor allem institutionell gesehen. Wir reden hier halt potenziell über Banken, internationale Zahlungen, digitale Dollarsysteme, Treasury-Lösungen, Unternehmensliquidität und ja, generell globale Kapitalflüsse. Und genau dort versucht der Ripple auch aktuell sich strategisch festzusetzen und da machen sie meiner Meinung nach aktuell auch einen sehr, sehr guten Job. Und jetzt kommt auch ein Punkt, über den meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird. Ich meine, es verschwinden immer mehr XRP aktuell in diversen ETFs. Mittlerweile sprechen wir von über 1,4 Milliarden XRP, die in verschiedenen ETF-Produkten gebunden sind. Und das ist extrem spannend, weil ich meine, gleichzeitig ist XRP auch deflationär. Also bedeutet einfach, dass bei jeder Nutzung des Netzwerks halt einfach XRP verbrannt werden, während ETFs zusätzlich Coins langfristig vom Markt nehmen. Und genau die Kombination gab es in der Form
praktisch noch gar nie. Vor allem nicht bei einem Asset, das halt gleichzeitig auch noch versucht, institutionelle Infrastruktur zu werden, beziehungsweise das Gesicht davon. Was ich außerdem auch spannend finde, ich meine, viele Bitcoin-Maxis kritisieren ja Ripple ständig, weil Ripple XRP verkauft, aber gleichzeitig ignorieren viele davon auch, dass Bitcoin-Miner ja ebenfalls permanent Coins verkaufen. Und genau da merkt man halt auch einfach oft, wie emotional die Diskussion geführt wird. Denn am Ende zählt eigentlich sowieso nur, wird das Netzwerk genutzt, steigt grundsätzlich die Nachfrage an, kommt institutionelles Kapital, entsteht reale Infrastruktur und genau dort wird Ripple halt immer sichtbarer einfach. Und genau deshalb finde ich auch so diese komplette XRP kann mathematisch Summe XY erreichen These halt einfach extrem schwierig. Denn niemals konnte damals auch exakt berechnen, wie groß das Internet wird, niemals konnte exakt berechnen, wie groß künstliche Intelligenz beispielsweise wird und genauso wenig kann heute jemand exakt berechnen, wie groß Blockchain-Infrastruktur langfristig wirklich wird. Dann, ich meine, wenn XRP tatsächlich Teil der globalen Finanzinfrastruktur wird, dann sprechen wir halt plötzlich nicht mehr über irgendeinen normalen Coin, sondern über Infrastruktur für Liquidität, für Zahlungsabwicklung, für Stablecoins und generell auch digitale Vermögenswerte. Genau deshalb ist das Ganze halt auch deutlich komplexer als einfach nur Anzahl der Coins mal Marktwert. Ne, das funktioniert halt einfach nicht. Jetzt kommt aber auch noch der regulatorische Teil dazu, denn ich sag mal so, laut aktuellen Aussagen könnte bereits auch schon im Juli die nächste große Abstimmung zum Clarity Act stattfinden. Das wäre natürlich extrem riesig, weil ich meine, genau darauf wartet der Markt halt einfach, weil ich meine, regulatorische Klarheit bedeutet halt einfach mehr institutionelle Sicherheit, mehr Investitionen, mehr Finanzprodukte und deutlich mehr Kapitalzuflüsse und genau deshalb wird die aktuelle Situation halt plötzlich wieder deutlich, deutlich bullischer, als sie aktuell eigentlich ist. Vor allem natürlich für Projekte, die regulatorisch dann halt einfach sauber aufgestellt sind. Und genau da haben wir natürlich auch wieder Ripple. Und genau deshalb glaube ich auch, dass viele aktuell noch deutlich, deutlich zu klein denken, was XRP angeht. Denn die eigentliche Frage lautet jetzt nicht, kann XRP exakt $10 erreichen? Die eigentliche Frage lautet halt einfach, wie groß wird das Netzwerk eigentlich langfristig wirklich? Ich meine, wenn Ripple wirklich mit seiner Vision Erfolg hat, dann reden wir halt plötzlich einfach über weltweite Liquidität. Wir reden über digitale Finanzmärkte, über Stablecoin-Infrastruktur und institutionelle Kapitalströme. Und genau deshalb ist es halt meiner Meinung nach auch komplett unmöglich und eigentlich auch komplett unseriös, heute exakt auszurechnen, wann XRP wann, wo genau stehen könnte. Das macht einfach keinen Sinn. Aber am Ende des Tages bleibt Krypto natürlich weiterhin volatil. Aktuell ist absolut gar nichts garantiert. Es könnte sich auch noch sehr, sehr lange ziehen, aber insgesamt wirken so die Entwicklungen rund um XRP halt einfach extrem spannend. Wir haben eben mit RLUSD das ganze ETF-Thema wächst massiv. Regulatorisch bewegt sich plötzlich aktuell extrem viel. Und es sieht grundsätzlich einfach sehr, sehr gut aus. Ne? Außer jetzt, wenn wir mal auf die Preise gucken, natürlich passiert da aktuell nicht sehr viel, liegt aber auch einfach daran, dass das halt zyklusabhängig ist. Solche Phasen sind halt rein von den Preisen halt einfach nicht sehr spannend, aber es ist extrem wichtig, um sich vernünftig aufzubauen. Ne? Also es muss nicht Spaß machen, es muss nicht gut aussehen, es muss nicht komplett euphorisch sein. Das ist halt der Kryptomarkt. Ne? Das ist halt oft auch einfach sehr, sehr trocken. Und solche Phasen sind aber extrem wichtig. Und in solchen Phasen zeigt sich vor allem auch, wer wirklich am Ball bleibt und da durchzieht und wer am Ende dann auch belohnt wird. Weil ich sage mal, die Leute, die dann irgendwie wieder in der Hype-Phase einsteigen, wenn dann wieder jeder auf Krypto schaut, das sind mit Sicherheit nicht die Gewinner, das sind die, die zu hoch einkaufen und am Schluss dann noch mehr Minus machen. Und wir, die dann halt auch in solchen Phasen weiter Gas geben, sich die Projekte vernünftig anschauen, gucken, wo Potenzial dahinter ist und dann vielleicht auch nur auf eine Handvoll Projekte setzen, aber dafür effektiv, das werden halt am Schluss einfach die Gewinner sein. So einfach, ne? Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wir machen Montag auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, schaut gerne bei Weeks vorbei. Wir haben einen einmaligen Deal für den kompletten Dachraum. Minus 40% lebenslang plus VIP 5. Das findet ihr bei keinem anderen YouTuber. Könnt ihr gerne überall vergleichen, gibt es nicht. Und ja, schaut sehr, sehr gerne rein. Also für jeden, der tradet, ja, ihr spart direkt Geld. So, das kriegt ihr normalerweise nur mit keine Ahnung wie viel Millionen Trading-Volumen. Ne? Also guckt rein, das ist wirklich ja, eine Chance. Und wie gesagt, ist natürlich umsonst, ist einfach eine Plattform, könnt ihr euch anmelden so. Und ja, dann geht's los. In diesem Sinne würde ich sagen, war es das aber mit dem Video. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder spätestens, wie gesagt, am Montag. Haltet die Ohren steif und bis bald. Peace, peace.